Neurotechnologie, Gentechnik, künstliche Intelligenz. In Zeiten rasanter wissenschaftlicher Fortschritte ist die Wissenschaftsethik relevanter denn je. Ist Wissenschaft wertfrei oder steht sie im Dienste der Menschheit? Welche Werte und Normen sollten für wissenschaftliches Arbeiten gelten? Was ist wissenschaftliches Fehlverhalten? Womit sich die Wissenschaftsethik beschäftigt und was sie leisten kann, erfährst du in diesem Video. Die Wissenschaftsethik gehört genauso wie die Technikethik, die Wirtschaftsethik, die Medienethik und die Bioethik zur angewandten Ethik. Als praktische Wissenschaftsphilosophie ist sie neben der Wissenschaftstheorie ein Teilbereich der Wissenschaftsphilosophie. Wissenschaftsethik beschäftigt sich mit den moralischen Dimensionen wissenschaftlicher Tätigkeit. Im engeren Sinne ist Wissenschaftsethik eine Art Berufsethik für Wissenschaftler. Es geht darum, wie Wissenschaftler arbeiten sollten, was gute wissenschaftliche Praxis ausmacht und was als wissenschaftliches Fehlverhalten gilt. Zum anderen geht es um die gesellschaftliche Verantwortung des Wissenschaftlers und damit auch um die Auswirkungen wissenschaftlicher Innovation auf Mensch, Tier oder Umwelt. In beiden Bereichen kann es zu Überschneidungen mit anderen Bereichsethiken, vor allem der Umwelt-, Medizin-, Tier- oder Technikethik kommen. Inhaltlich umfasst die heutige Wissenschaftsethik 4 Arbeitsbereiche. Zum einen geht es darum, welche Art von Forschung moralisch zulässig ist. Dieser Arbeitsbereich betrifft nur spezifische Disziplinen und hängt stark vom jeweiligen Stand der Technik ab. Typische Themen sind die verbrauchende Embryonenforschung, der ethisch vertretbare Umgang mit menschlichen Versuchspersonen in Medizin und Psychologie, die Rechtfertigung von Tierversuchen sowie die Risiken von Freilandexperimenten mit gentechnisch veränderten Organismen. Viele dieser Fragen können sich durch technischen Fortschritt von selbst erledigen, etwa wenn Embryonen nicht mehr zerstört werden müssen, weil induzierte pluripotente Stammzellen aus erwachsenen Zellen gewonnen werden können. Dieser Bereich zählt vorrangig zur Bioethik, nicht zur allgemeinen Wissenschaftsethik. Zum anderen geht es in der Wissenschaftsethik um die moralischen Standards des Wissenschaftsbetriebs selbst, also darum, was anständige wissenschaftliche Praxis ausmacht und was schweres Fehlverhalten ist. Zentrale Themen sind Datenfälschung und Erfindung, Plagiate, die korrekte Aufbewahrung von Rohdaten, faire Autorenschaftsregeln, der verantwortungsvolle Umgang mit Studenten, Doktoranden und Kollegen sowie die Grenze zwischen Schlamperei und bewusstem Betrug. Dieser Bereich gilt für alle Disziplinen gleichermaßen und wird heute in fast allen Ländern durch verbindliche Kodizes geregelt. Verstöße schädigen nicht nur die betroffene Person, sondern das Vertrauen in die Wissenschaft insgesamt. Außerdem fragt Wissenschaftsethik danach, wofür einzelne Wissenschaftler und die wissenschaftliche Gemeinschaft als Ganzes verantwortlich gemacht werden können und sollen. Dieser Arbeitsbereich entstand vor allem durch die Erfahrung der beiden Weltkriege und wurde durch neue Technologien wie Gentechnik oder künstliche Intelligenz verstärkt. Es geht um Fragen wie: Trägt ein Physiker Mitverantwortung für den Abwurf der Atombomben, weil er an der Kernspaltung geforscht hat? Muss die Biologie die Gesellschaft vor möglichen Gefahren der Genschere CRISPR warnen und beraten? Wie weit reicht die Verantwortung für mögliche missbräuchliche Anwendungen? Der Bereich überschneidet sich stark mit der guten wissenschaftlichen Praxis, ist aber weiter gefasst, weil er auch die Folgen außerhalb von Labor, Forschungszentrum oder Universität einbezieht. Den 4. Arbeitsbereich nennt der Wissenschaftsphilosoph Paul Heuningen-Hühne die Sozialphilosophie der Wissenschaft. Hier steht die gesamtgesellschaftliche Rolle und Stellung der Wissenschaft im Mittelpunkt. Es werden Grundsatzfragen verhandelt wie: Soll Wissenschaft primär Dienerin der Menschheit sein oder darf sie autonom und rein erkenntnisgeleitet forschen? Darf oder muss sich die Wissenschaft freiwillig selbst beschränken, wenn bestimmte Erkenntnisse absehbar katastrophale Folgen haben könnten? Wie viel Steuergeld ist für nutzlose Grundlagenforschung gerechtfertigt? Welche demokratische Kontrolle von Wissenschaft ist legitim, ohne die Forschungsfreiheit zu beschädigen? Dieser Bereich verbindet Wissenschaftsethik mit politischer Philosophie und fragt letztlich, wie das Verhältnis von Wissenschaft, Staat und Gesellschaft aussehen soll. Wie jede philosophische Disziplin muss auch die Wissenschaftsethik bescheiden bezüglich ihrer Ziele bleiben.
Anders als die Natur- oder Sozialwissenschaften erzeugt sie kein neues, positives Wissen über die Welt, sondern beleuchtet vor allem verschiedene Perspektiven und mögliche Sichtweisen. Der berühmte Philosoph Bertrand Russell schreibt in seinem Buch Probleme der Philosophie: Die Philosophie kann uns zwar nicht mit Sicherheit sagen, wie die richtigen Antworten auf die gestellten Fragen heißen, aber sie kann uns viele Möglichkeiten zu bedenken geben, die unser Blickfeld erweitern und uns von der Tyrannei des Gewohnten befreien. Sie vermindert unsere Gewissheiten darüber, was die Dinge sind, aber sie vermehrt unser Wissen darüber, was die Dinge sein könnten. Genau das leistet auch die Wissenschaftsethik. Sie macht auf moralische Probleme in der Wissenschaft aufmerksam, stellt unterschiedliche Bewertungen, Positionen und Handlungsoptionen vor und prüft, welche Argumente dafür oder dagegen sprechen. Die Wissenschaftsethik kann bei moralischen Fragen höchstens beraten. Sie kann und darf weder die moralischen Probleme der Wissenschaft lösen, noch bestimmte Werte und Normen vorschreiben. Das bleibt Aufgabe der Wissenschaftler selbst, ihrer Institution und der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft als Ganzem. Wissenschaftsethik leistet in Zeiten rasanter Veränderungen einen wertvollen Beitrag für wissenschaftliches Forschen und Arbeiten. Wie sich die Wissenschaftsethik entwickelt hat, von antiken Überlegungen zur Tugend des Wissens über aufklärerische Pflichten bis hin zu modernen internationalen Kodizes, erfährst du im nächsten Video. Wenn du meine Arbeit unterstützen und deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!